willkommen zum heutigen Abendprogramm allen, die hier persönlich sind und die online sind. So very a warm welcome to everyone, those who are here personally and those who are online. So we have a special guest tonight with us, a special honor to have Sister Louisa from Edinburgh here in Zurich, who came specially to be with us tonight. Wir haben heute Schwester Louisa, die speziell aus Edinburgh gekommen ist heute Abend. And she will be talking about how to let go of weaknesses. Und sie wird heute Abend ihre Erfahrungen und ihre Weisheit mitteilen, wie wir Schwächen loslassen können. So she will share her wisdom and her experiences. And Sister Louisa had been living for many years in India. And more than 40 years ago, she came into contact with the Brahma Kumaris. And she started to first learn Raja-Yoga. And now she is responsible for the center in Edinburgh. And I appreciate her very much for her naturalness. She is down to earth. She's just very lovely. So, Schwester Louisa hat lange in Indien gelebt und sie kam in Kontakt mit Brahma Kumaris vor mehr als 40 Jahren, wo sie dann Raja Yoga studiert hat, und jetzt ist sie schon seit längerem in Edinburgh verantwortlich für das Zentrum dort. Und ich schätze Schwester Louisa besonders für ihre, es ist ja einfach ganz natürlich und bodenständig, einfach sehr liebevoll. Und, so. Und sie wird heute eben ihre eigene Erfahrung und die ganze Weisheit darüber klären, wie wir eben unsere Schwächen loslassen können. So, ich werde übersetzen, während der Schwester Louisa in Englisch spricht. So, I hand over to Sister Louisa. Thank you, Anna, for your kind words. And I'm very fortunate to be able to be with you this evening. I've never been to Switzerland before. So, Schwester Louisa sagt, sie ist das erste Mal hier in der Schweiz und fühlt sich sehr geehrt, hier zu sein. Of course, heard a lot of this beautiful country. Sie hat viel über dieses wunderschöne Land gehört. So this evening we're going to be looking at letting go of inner weaknesses. Heute Abend werden wir schauen, wie wir loslassen können, unsere inneren Schwächen. And I'm sure that what I'm going to say is not really new. Und sie ist sicher, was sie sagen wird, ist nicht ganz neu für euch. But it's good to look at these things. Aber es ist gut, diese Dinge anzuschauen. Because this ours is a spiritual university in Right. which we are studying and looking at the deeper aspects of our lives. Und dies ist ja eine spirituelle Universität, wo wir studieren und die tieferen Aspekte des Lebens zu verstehen. So I feel that there are three things that we need to get straight, first of all. Ich denke, dass es 3 Dinge gibt, wo wir zuerst ganz klar werden müssen drüber. First of all, who is doing the letting go? Zuerst, wer lässt wirklich los? Because very often it feels that the weaknesses won't let me go. Weil es sich sehr oft so anfühlt, dass die Schwäche mich nicht loslässt. And then secondly, what do I mean by weakness, and my weakness in particular? Und zweitens, was meine ich damit,
mit der Schwäche und speziell mit meiner Schwäche. And then how to let go. What do we need to do? Und dann, um loszulassen, was müssen wir tun? Because it would be nice if we could put all these weaknesses in the rubbish bag and throw it out, and that's it. End of story. Wäre doch schön, wenn wir diese Schwächen einfach in den Abfallsack tun könnten und sie beseitigen und fertig mit der Geschichte. So, who is doing the letting go? And of course, we all know that we are souls, spiritual beings. So, wer macht das Loslassen? Wer ist es, der loslässt? Wir verstehen alle, dass wir spirituelle Wesen sind. So, we're going into an area that is not visible. Wir gehen in ein Gebiet, das nicht sichtbar ist. And when we think of the self, we're thinking of the self as a being who has lived many lifetimes. Und wenn wir an uns selbst denken, denken wir an uns als ein Wesen, das viele Leben gelebt hat. So I've accumulated a lot of stuff Ich habe also ganz viel angesammelt in mir, that I'm carrying around with me. was ich mit mir herumschleppe. And that's what makes us very heavy. Und das ist es, was uns sehr schwer machen kann. And I have to say that I didn't really, in my life, look at these things until I was quite a way along in this Raja-Yoga-Life. Und sie muss gestehen, dass sie auf diese Dinge nicht geschaut hat, für eine lange Zeit, auch im Raja-Yoga-Life nicht. I didn't understand really what weakness was, because we didn't look at these things. So, sie hat nicht verstanden, was wirklich die Schwächen sind, weil sie diese Dinge nicht angeschaut haben. All I had was a bundle of fears, a bundle of uncomfortable feelings, sometimes up there, sometimes down there. Alles, was sie spürte, war dieses Bündel von Angst, dieses Bündel von unbequemen Gefühlen, das sie mit sich herumschleppte. And so when we come into contact with this Raj Yoga, we understand a lot about the self. Wenn wir mit der Raja-Yoga in Kontakt kommen, verstehen wir viel über uns selber. And that we have the capacity not just to think, but to observe our thoughts. Und wir haben die Kapazität, nicht nur zu denken, aber auch unsere Gedanken zu beobachten. And this is the training that is very important. Und das ist das Training, das sehr wichtig ist. And to understand, what am I? What is this being that I call me? Und um zu verstehen, wer bin ich, was bin ich, dieses Wesen, dass ich das verstehen kann. Because we know that we are capable of very great things, and we also have many things that we're not comfortable with. Wir wissen, dass wir fähig sind für großartige Dinge, aber dass wir auch Dinge haben, womit wir nicht uns wohlfühlen. And so I feel the important thing is to recognize that we have to go through a variety of experiences. Wir verstehen, dass wir durch eine Vielfalt von Erfahrungen durchgehen müssen. We know that in the first several lifetimes that we experienced, there was nothing but happiness. Wir wissen, dass wir in den ersten Leben, die wir erfahren haben, dass es da nichts außer Glück gab. And now we also know that we have to go through this time of sorrow and pain. Und wir verstehen auch, dass wir jetzt durch eine Zeit hindurchgehen müssen, wo es auch Leid und Schmerz gibt. It's not something that we can avoid. Es ist nicht etwas, was wir verhindern können. But Raj Yoga gives us tools how to deal with the things that we don't like. Aber Raja-Yoga gibt uns Werkzeuge, um mit diesen Dingen, die wir nicht mögen, umgehen zu können. And one of these things is coming to face with my weaknesses. Und
eines dieser Dinge ist, dass wir mit unseren Schwächen gegenübertreten. And so what do we define as a weakness? Was bezeichnen wir als Schwäche? Now, a weakness we can call a power, a lack of power. Eine Schwäche können wir ganz einfach als einen Mangel der Kraft sehen. And in the physical world, that's easy to see. Und in der physischen Welt kann man das ganz einfach sehen. That if something is weak, then it needs some kind of repair or it needs some kind of power applied. Wenn etwas schwach ist, muss man es reparieren oder man muss es stärken. But here we're talking about inner weaknesses. Aber hier sprechen wir über innere Schwächen. So we can understand that that means that I'm lacking some kind of inner power. Wir können verstehen, dass wir irgendeine innere Kraft mangeln. And for this, when we understand the contrast, what are virtues and what are their opposites, then we can observe ourselves as detached observers. Und wenn wir verstehen, was Tugenden, Qualitäten sind und was das Gegenteil ist, dann können wir uns selber beobachten. And this is a journey, isn't it? How we're discovering more and more our potentials and what are causing obstacles to my inner potential. Und das ist eine Reise, wo wir mehr und mehr unser Potenzial entdecken und auch die Hindernisse, die im Wege stehen, diese zu erreichen, dieses Potenzial zu erreichen. And sometimes we may say, oh, I know I've got this weakness. I know I get angry. It is a weakness that I have. Und manchmal sagen wir vielleicht, ja, ich habe diese Schwäche, ich werde wütend und ich weiß, das ist eine Schwäche, die ich habe. But it's what everyone does at some time or another. Aber das ist, was jeder irgendwann einmal macht oder erkennt. Or I may have some weaknesses that I don't recognize in myself, but other people can see. Oder es gibt auch Schwächen, die ich selber nicht erkenne, aber die anderen sehen das in mir. I may say, or I may be very critical, and someone may point this out. Ich mag vielleicht sehr kritisch sein und jemand beleuchtet das dann. But I may say, no, that's not a weakness. It's just me being very accurate. I like to be inaccurate, and I like to see other people doing things that are accurate. Und dann sage ich vielleicht, ja, es ist doch keine Schwäche, ich bin einfach sehr akkurat und es ist doch richtig, wenn man die Dinge richtig macht und richtig sieht. So it means that weaknesses, what I may call a weakness, may not be what other people can call a weakness. So, was ich als Schwäche ansehe, ist vielleicht nicht das, was andere als Schwäche sehen. So it's not a clear black and white thing. Es ist nicht klar, schwarz und weiß. And ultimately, it's up to me to work out what exactly I call a weakness, and in particular my own weakness. Und schlussendlich muss ich selber sehen, was eine Schwäche ist und speziell meine eigene Schwäche. And we learn that it's really not profitable to look at other people's weaknesses. Und wir lernen, dass es sich nicht lohnt, auf die Schwächen der anderen zu sehen. Which we've got into the habit of doing because it can make me feel a little bit better when I'm not alone. Und wir haben also diese Schwäche oder diese Gewohnheit, wirklich die Schwächen der anderen zu sehen, weil es mich dann ich mich ein bisschen besser fühle oder nicht alleine mit meinen Schwächen. And so here in Raja-Yoga, we learn to focus on virtues. Und hier im Raja-Yoga lernen wir uns auf die Tugenden zu fokussieren. But of course, I have to spend time in looking at myself to work out what are my virtues and what are my weaknesses. Aber ich muss natürlich auch mich selber anschauen und erkennen, was sind meine Tugenden, aber auch was sind meine Schwächen.
And maybe we can get a clue about what a weakness is if I feel uncomfortable. Und vielleicht können wir herausfinden, was eine Schwäche ist, wenn wir uns sehr unbequem, ungut fühlen. Because it's a natural quality of human beings is to live, be happy, to thrive. Eine natürliche Qualität des Menschen ist es, glücklich zu leben, frei und glücklich. Ja. And so let's have a look at some of the weaknesses that really don't seem to let us go. And one of them is perhaps fear, the aspect of fear. Und wir wollen jetzt die Schwächen ansehen, die wir uns nicht loslassen wollen. Und sie erzählt jetzt oder redet jetzt speziell über die Angst. And you may say, well, you can't help it. How is fear a weakness? It affects everyone. Dann mag man vielleicht sagen, ja, wie kann ich die Angst als Schwäche bezeichnen? Jeder hat sie. And it's true, it's something that does affect most people. There are, I think, very few of us who are able to say that we don't feel some kind of nervousness, whether it's worry or fear or some kind of concern. Und es ist wahr, es betrifft die meisten von uns. Es gibt kaum jemanden, der nicht irgendeine Art von Nervosität, von Sorgen, von irgendeiner Ängstlichkeit in seinem Leben erfährt. Because a lot of these fears we have accumulated since childhood, early childhood, isn't it? Viele dieser Ängste haben wir von Kindheit an in uns angesammelt. We've been afraid of displeasure from adults. Wir hatten Angst, dass die Erwachsenen mit uns nicht zufrieden sind. We've been afraid of doing something wrong. Wir hatten Angst, dass wir etwas Falsches machen. And these have got embedded into the subconscious. Und das hat sich in unserem Unterbewusstsein eingeprägt. And that feeling has gone with us so that whenever there's a trigger that emerges, that feeling, and makes me either do something that I later regret, or it just makes me more and more fearful. Und dieses Gefühl ist mit uns gegangen und es bringt uns manchmal dazu, dass wir etwas tun, das wir dann später bereuen oder wir uns nicht gut damit fühlen. And so I think it's recognizing that we have a weakness, and why we can say fear is a weakness is because it's what I do with it. Ich glaube, wir können sagen, dass es gut ist zu verstehen, dass wir Schwächen haben und auch warum Angst eine Schwäche ist und wie wir damit umgehen können. Because it's very often makes me do something that I'm not comfortable with due to some kind of fear. I may hastily say something or I may hastily do something. Sehr oft und sehr schnell geschieht es, dass wir etwas sagen, etwas tun, so unüberlegt. And it's not that I'm bad, but it's just that I've accumulated this discomfort that requires looking at. Und das bedeutet nicht, dass ich schlecht bin, aber es einfach heißt, dass ich in mir dieses ungute Gefühl angesammelt habe. And I think it's related to a feeling of lack of self-worth. Und sie denkt, dass das ein Gefühl ist, das von einem Mangel an Selbstwert kommt. Would you say that this is something that affects us nearly well, a lot of the time? Denkt ihr auch, dass das etwas ist, das uns für viele Zeit betrifft oder dass wir das erfahren? And certainly, I think if you, those of you who are therapists or you know about the therapy that now is coming a lot on the internet, that this is one of the big causes of social
you can say, misbehavior. Und wenn ihr Therapeuten seid oder ihr seht in den Medien auch viel, dass das ein Grund ist für soziales falsches Verhalten, also eben diese Ängste. And it's probably brought us, or one of the main causes that brought the world to where it is today. Und das ist wohl einer der Hauptgründe, die die Welt dazu gebracht hat, wie sie heute ist. Because what is natural? It's natural to be loving, isn't it? And to feel that connection. Was ist natürlich? Es ist doch ganz normal oder natürlich, liebevoll zu sein und diese Verbindung zu erfahren. But there are many things that have made me feel insecure. Aber es gibt viele Dinge, die mich unsicher gemacht haben, In one way or another. auf die eine oder andere Weise. And in looking at all these things, another aspect, I think, is the aspect of ego. Und wenn ich all diese Dinge anschaue, dann ist ein Aspekt davon, den ich betrachten sollte, das Ego. Now, I have to say for myself that I really wasn't aware of all these aspects, really, until not so very long ago, because we have been so accustomed to living on the outside. Und sie sagt, sie für lange Zeit war sie dem nicht bewusst, dass sie diese Aspekte eben von das Ego, diese Unsicherheit, weil wir schon so lange in dem Außen gelebt haben. And now we're at a time in which we really need to look at all these deep aspects. Leben jetzt in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass wir all diese tiefen Aspekte anschauen. And it's not because there is anything wrong with me, Und es ist nicht so, dass irgendetwas mit mir falsch ist. but just like everything that is once new, it becomes old. Aber es ist halt einfach so, alles, was einmal neu war, wird irgendwann mal alt. And so, looking at how do we deal with all these things. Und wir schauen jetzt an, wie wir mit all diesen Dingen umgehen können. And I think that over the years, that probably one of the greatest things that has helped actually is being a faith in a higher power. Und über die Jahre ist etwas, was ihr ganz besonders immer wieder geholfen hat, ist dieses Vertrauen, dieser Glaube an eine höhere Macht. And to understand our own journey. Und das Verstehen der eigenen Reise. Because we know from our study of Raja-Yoga that everything goes in cycles. Und von unserem Studium des Raja-Yogas wissen wir, dass alles im Kreis geht, also so ein Kreislauf sich bewegt. But if good things don't last, neither do bad things. Und so, wenn die guten Dinge nicht also weiter bestehen, genauso ist es mit den schlechten Dingen. Die bleiben auch nicht. And to understand that having lived many lifetimes, we've accumulated a lot of stuff. Und zu verstehen, dass wir viele Leben gelebt haben, hilft auch, dass wir verstehen, dass wir sehr viel angesammelt haben in uns. And perhaps one of the very interesting things these days, there is a lot out there on the internet. There's a lot of help. Und eine interessante Sache ist in der heutigen Zeit, dass es im Internet sehr viel Hilfe gibt. And I know in looking at all what these people have to say, the thinkers and the self-help people, that they come up with ideas that we can work with. Und wenn sie diese ganz verschiedenen Programme ansieht, die Menschen, die Selbsthilfe anbieten, anpreisen, sie kommen mit vielen Ideen. And this, as you know, is a spiritual university in which we are studying and sharing deep ideas
Und in dieser spirituellen Universität studieren wir und gehen in die Tiefe von tiefen Aspekten. And it's very nice to discuss these and to feel that I'm in with company with people who are like-minded, that who understand to a greater or lesser extent what I'm feeling. Und es ist sehr schön, wenn ich austauschen kann mit anderen, die ein ähnliches Verständnis haben. I remember growing up as a Christian, Sie ist als Christin aufgewachsen that I had no idea. I didn't believe in rebirth. und sie hat nicht an Wiedergeburt geglaubt. And there were many things that seemed to be clear and many things that were not clear. Und es gab viele Dinge, die für sie klar erschienen, aber andere, die überhaupt nicht klar waren. And I grew up in UK, Und sie wuchs in England auf, Scotland in particular, speziell in Schottland. with whenever we would look at the map of the world, we would see 3/4 pink. Und wenn immer sie die Weltkarte angeschaut haben, hat sie 2/3 rosa gesehen. And we were told that is the glorious British Empire and colonies. Und ihnen wurde gesagt, das ist das glorious, wie sagt man auf Deutsch, glorreiche Vereinigte Königreich und die Kolonien davon. But and my mother came from a family that had very close connections with India. Und ihre Mutter kam von einer Familie, die eine ganz nahe Beziehung zu Indien hatte. It was part of what was called the British Raj. Mit dem Teil, den nannte man das britische Königreich. Ne? So we grew up feeling that we were God's chosen people. Und sie wuchs so auf in dem Glauben, dass sie Gottes auserwählte Kinder sind. But I began to feel as I was in my university that something wasn't quite right. Aber als sie zur Universität ging, hatte sie das Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Because I met an Indian who later became my husband. Und sie hat einen Inder getroffen, der dann später auch zu ihrem Ehemann wurde. And I felt I knew him. But how? Because I didn't believe in rebirth. Und sie dachte, sie hatte das Gefühl, ich kenne den, aber wie? Sie glaubt ja nicht an Wiedergeburt. And there were many things that I started feeling that I needed to look at more closely. Und es gab viele Dinge, wo sie dachte, die muss ich genauer anschauen. Because coming from Scotland, and we lived at that time in the islands, I don't know if you know, but you've heard of the Hebrides. Und sie kam eben von Schottland und vielleicht habt ihr von den Hebriden gehört, von den Inseln. And I went, and this is something that Brahma pulled me to study in a big city in England called Manchester, if you've heard of that. Und sie wurde dann wie hingezogen in diese große Stadt von Manchester, wo sie dann studiert hat. And I felt a foreigner. Und sie hat sich sehr fremd gefühlt. And so naturally I drifted towards all the other foreigners. Und ganz natürlich hat sie sich angezogen gefühlt zu den anderen Ausländern. And so eventually I married this Indian who had come from Delhi, from India. Und schlussendlich hat sie dann einen Inder geheiratet, der aus Delhi kam. And we went to live in India. Und dann haben sie zusammen dann in Indien gelebt. And I would see my sister-in-law, she would do her worship of the gods that she believed in. Und sie hat ihre Schwägerin gesehen, wie sie diese Anbetung der Götter, die sie verehrt hat, gemacht hat zu Hause. And I would see the pictures of the deities that my in-laws worshipped. Und sie sah die Abbilder der Gottheiten, die ihre Schwiegerfamilie angebetet haben. And they looked very beautiful. Und diese Abbilder sahen sehr schön aus. They looked very peaceful. Sie sahen sehr friedvoll aus. And they looked very clean, pure. Und sie haben sehr
sauber, sehr rein, etwas ausgestrahlt, dieses saubere und reine. So I began to think that there must be other truths other than Christianity. Und da hat sie angefangen zu denken, es muss doch noch andere Wahrheiten geben, außer dem Christentum. And I had the strong feeling when I first landed in India that I would find what I was looking for. Und sie hatte dieses starke Gefühl, als sie das erste Mal in Indien landete, dass sie das finden werde, wonach sie wirklich sucht. What I was looking for, I didn't really know, Sie wusste nicht wirklich, wonach sie suchte, but what was becoming increasingly clear, was aber ihnen klarer wurde, that rather than the British having something to give, mehr als dass die Britischen etwas geben würden, we had something to learn. hatten wir etwas zu lernen. That there was a huge wealth of learning, and the British did do that. They did understand that there was this learning. Es gab einen riesigen Reichtum zum Lernen und die Briten haben auch verstanden, dass es diesen Reichtum gibt. And definitely there was an interest in translating some of the huge wealth of the scriptures that were just in Sanskrit. Und es gab auch dieses große Interesse, einige der Schriften zu übersetzen, die einfach nur in Sanskrit existierten. And my father-in-law used to have many gurus coming to the home. I lived in a joint family. Sie hat in einer großen Familie gelebt, wo alle Verwandten zusammenlebten und ihr Schwiegervater hatte viele Gurus, die ins Haus kamen. And they could see my interest in spirituality. Und diese haben ihr Interesse an der Spiritualität erkannt. And they all wanted me to join their organization. Und alle wollten, dass sie ihre Organisation teilnahm, dass sie da Mitglied wird. And there was one, actually, if you've heard of the Aurobindo Society. Habt ihr von der Aurobindo-Gesellschaft gehört? Ziemlich bekannt, auch in der Schweiz. The mother was a guru figure. Die Mutter war eine Guru-Figur, the mother of Aurobindo. She was called the mother. No, she was Annie Rose. I forget Yeah. who she was. She was an English woman. Oh, she might have been French. Was she French? Okay. Yeah. And she was a guru. She was a guru figure. She was a guru figure. Yeah. And the head of the organization came to visit my father-in-law and the family, and he gave me this picture of the mother. That's who they call. Okay. Und eben eine dieser Guru kam zu ihrer Familie und gab ihr das Bild von dieser eben Mutter, diese Leiterin von dem Aurobindo Ashram, denke ich. Because she was supposed to certainly help or show the way to people in their understanding of God. Weil von ihr sagte man, dass sie Leuten hilft, Gott besser zu verstehen. So he gave me this picture, and so I thought, okay, let me try. And I put the picture in front of me. Der Guru hat ihr also dieses Bild gegeben von dieser Mutter und sie hat gedacht, okay, versuch's mal, und hat sie dieses Bild vor sich gehabt. And I started speaking in my mind, okay, can you help me? Und dann hat sie ihrem Geist gedacht, okay, kannst du mir helfen? But the vibrations came towards me, go away, you're not one of mine. Und die Schwingung, die ihr entgegenkam, war eher dann, geh weg, du gehörst nicht zu meiner Gruppe. So. It was quite interesting, so then I realized I've got to look somewhere else. Das war ziemlich interessant und sie verstand dann, dass sie anderswo suchen musste. And then maybe a year after that, I came into contact with the Brahma Kumaris. Und circa nach einem Jahr kam sie in Kontakt mit Brahma Kumaris. And there was a completely different experience. Und dort hatte sie eine völlig andere Erfahrung. As soon as I entered the gate of the main center there,
was like an energy pulling me in. Sobald sie da ins Tor von dem Hauptzentrum eintrat, war eine Energie, die sie hineinzog. And it was like I was hearing the things that I wanted to hear. I didn't understand, but it was like kind of water, nectar for a thirsty soul. Und sie hörte die Dinge, die sie zu hören musste, auch wenn sie das so im Moment nicht verstand, aber es war wie Nektar für eine durstige Seele. Because I had an interest in God in my student days. Sie hatte in ihren Studententagen hatte sie immer Interesse an Gott. But none of my friends or peers were interested in really talking about God. Aber keine ihrer Kameraden, also Schulkameraden, hatte Interesse, um mit ihr über Gott zu sprechen. They would talk about the Bible, they would talk about Jesus. Sie würden über die Bibel sprechen oder über Jesus sprechen. And here I came into contact who were not only willing to talk about God, Und hier kam sie in Kontakt mit Menschen, die nicht nur bereit waren, über Gott zu sprechen, but to experience that being as the friend, the teacher, the helper, the everything. aber diese Erfahrung gaben, wie ich Gott als meinen Lehrer, meinen Freund, jede Beziehung mit ihm erfahren kann, praktisch. And so I found myself on the one side, here was the very thing I wanted, Und da spürte sie, dass auf der einen Seite war hier all das, was sie wollte, but on the other side, there were all my weaknesses. und auf der anderen Seite waren alle ihre Schwächen. So it's been an ongoing journey, So es war ein langer, andauernder Weg, and many things I'm still coping with. und es gibt immer viele Dinge, mit denen sie umgehen muss. But one of the main things that I think is very important is self-empowerment. Aber eines der wichtigsten Dinge, die sie findet, ist Selbstbekräftigung. That it's not a weakness to spend time for the self. Es ist nicht eine Schwäche, mit sich selbst Zeit zu verbringen. That rather we have to empower the self with all the qualities. Vielmehr müssen wir das Selbst mit allen Qualitäten stärken. And this is what we are studying. We're filling ourselves up. Und deshalb studieren wir, um uns selber anzufüllen. And it's not something that we have to spend time in going over and seeing how bad I am and looking at my weaknesses. Und es ist nicht so, dass ich da lange Zeit mit verschwende, in die Tiefe zu gehen und zu sehen, was alles meine Schwächen sind. But rather, with the analogy that you may have heard, I don't know, about don't think of a monkey. Don't think of a monkey. Aber vielmehr mit der Analogie, ne? Vielleicht habt ihr davon gehört, denk nicht an einen Affen. Don't think of your weaknesses and what happens when you don't think of a monkey. So denke so, was passiert? Also eigentlich geht es darum, denk nicht an deine Weakness, über deine Schwächen nach. Aber was geschieht, wenn man einem sagt, denk nicht an einen Affen? Not just one monkey, but many monkeys. Ja, da kommt nicht nur ein Affe, sondern viele Affen. But instead, if you think about a beautiful black cat with big bushy tail, jumping about the room, big yellow eyes. Aber wenn ihr anstattdessen an eine buschige Katze denkt, mit einem buschigen Schwanz und gelben, leuchtenden Augen, So what happens to the monkeys? was geschieht dann mit den Affen? And this is one of the main principles to inculcate. Und das ist eines der Hauptdinge, so, um das zu verinnerlichen, umzusetzen. And it was not so easy for me, and I'm sure for many people,
Und sie fand das gar nicht so einfach und ist sicher auch, dass es für viele nicht so einfach ist, because we've been told, and maybe some of you have, that you're a miserable sinner. weil Down uns there. gesagt wurde, du bist ein miserabler Sünder, God's up there, Gott ist da oben and does God really want to look at you? und will Gott dich wirklich sehen. And so there were many conflicting ideas in Christianity that I had to sort out in myself. Und sie hatte viele konfliktträchtige Ideen, die sie vom Christentum genommen haben, die sie aussortieren musste. And to get used to and really believe that God has value for me. Und sich daran zu gewöhnen und wirklich daran zu glauben, dass Gott sie wertschätzt. And that I am, going back to this aspect of self-worth, I am worthy of helping, being helped. Und dass sie wieder zurückgeht zu diesem Aspekt des Selbstwertes und dass sie würdig ist und dass sie Hilfe bekommt. And those of you who have heard and listened to our teachings every morning, Die von euch, die unser Wissen oder dieses Studium kennen, that this is what we are focusing on, that God is teaching us to recognize the importance of the self. und das ist, was wir hören, also Gott lehrt uns, wie die Wichtigkeit von uns selbst, uns selber zu verstehen. And so, if you're an important person spiritually, how can you have any weaknesses? Also wenn ihr eine wichtige spirituelle Persönlichkeit seid, wie könnt ihr dann irgendwelche Schwächen haben? And in this way, it's an incentive to think of the self in positive terms. Und in dieser Weise ist es ein Incentive, ein Anreiz, aus sich selber als ein spirituelles Wesen zu sehen. And I would say that there are probably three things that are very important to incorporate in order to overcome the hurdles of inner weaknesses. Und sie denkt, dass es drei Dinge gibt, das wichtig ist, diese Hürde der inneren Schwächen zu überwinden. And firstly, the importance of meditation first thing in the morning. Und das erste ist die Wichtigkeit der Meditation zuallererst am Morgen. That you're filling yourself up with positive thoughts, Dass wir uns selbst mit positiven Gedanken anfühlen. going into your inner silence, Dass wir in unsere innere Stille hineingehen and learning how to do that, of course. und dass wir lernen, wie man das tun kann. That what is inner silence after all? Was bedeutet innere Stille denn? Because we know what inner confusion is all about. Wir kennen sehr gut die innere Verwirrung. But then we also know that we have the ability to change our thoughts. Aber wir wissen auch, dass wir die Fähigkeit haben, unsere Gedanken zu verändern. And just like emerging the cat, instead of focusing on monkeys, I emerge a positive thought about myself. Und genauso wie wir diese schöne Katze auftauchen lassen, anstatt den Affen, erschaffe ich in mir schöne Gedanken. And I take the vibrations of a loving relationship of the Supreme into myself. Und ich nehme diese Schwingungen der Beziehung mit dem Höchsten, nehme ich in mir auf. I feel just like the sunshine is so beneficial for the self. So wie die Sonne, dass das Sonnenlicht so wohltätig ist für das Selbst, So the spiritual sun, die spirituelle Sonne, that when I fill myself with all the spiritual goodness that the Supreme is giving, wenn ich mich selber mit all diesen guten Dingen fühle, die die spirituelle Sonne uns gibt, I start to feel good. dann fange ich an, mich gut zu fühlen. I feel that yes, definitely I am a being that has worth. Und dann fange ich an zu spüren, ja, ich bin bestimmt
innere Wesen, das wertvoll ist. And so I'm able to give out these vibrations. Und dann bin ich auch fähig, diese Schwingungen weiterzugeben. I'm able to love people that I don't like. Und dann fange ich an, auch Menschen gerne zu haben, die ich eigentlich nicht mag. Do things that I know I should be doing rather than succumbing to weakness. Und bin ich auch fähig, Dinge zu tun, die ich tun sollte, anstatt der Schwäche nachzugeben. And then the second thing I think is very important is to keep observing the thoughts. What am I thinking about during the day? Und das Zweite, was sehr wichtig ist, dass ich anfange zu beobachten, was ich den ganzen Tag hindurch denke. Just taking stock to look at the self. Und dass ich wirklich einfach überprüfe und mich selber anschaue. Because when I can observe myself, what I'm thinking, Wenn ich beobachten kann, was ich denke, then other thoughts will come in what I should be doing or I need to transform. dann kommen andere Gedanken hoch, dass ich tun sollte, was ich verwandeln sollte. And the third thing, and of course there may be a whole lot more that you could include, Und das Dritte, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, das wir dazu nehmen könnten. it's very important to have to surround yourself with positive images. Und drittens ist es sehr wichtig, dass wir uns mit positiven Bildern umgeben. Like flowers, or pictures of flowers, picture of nature, Zum Beispiel Blumen, Bilder von der Natur, poems or thoughts that you like, just like thought for the day. Poesie oder schöne Gedanken für den Tag. And these are very helpful, and this is why we have in our teachings a daily, you could say, a daily study. Diese Dinge sind sehr hilfreich, also diese schönen Dinge um uns herum zu haben. Und deshalb haben wir ein tägliches Studium. And I'm sure you've benefited, you found the benefit of this daily study. Und sicher habt ihr diese Wohltat von diesem täglichen Studium auch schon erfahren. Now, what I'd like to do is to read a short extract from Daddy Janki, and I think everyone knows who Daddy Janki. Und sie möchte einen kurzen Ausschnitt von einer Klasse von Daddy Janki vorlesen und sie denkt, dass ihr alle Daddy Janki kennt. And I don't like to say who Daddy Janki was, Sie mag nicht sagen, wer Daddy Janki war, or even though she's left the body, aber we can feel her energy. auch wenn sie den Körper verlassen hat, können wir doch ihre Energie spüren. Because, of course, a powerful soul like that, who was given the title of destroyer of obstacles, So eine kraftvolle Seele wie sie, die den Titel Zerstörer von Hindernissen erhalten hat, what is she doing just now? was macht sie denn jetzt? She must be sending out the vibrations to help, especially those of us who knew her and knew of her in the West. Und sie schickt sicher diese Schwingungen aus, um uns zu helfen, besonders jene, die sie gekannt haben im Westen. So this is entitled Spiritual Progress. Und der Titel von der Klasse heißt spirituelle Fortschritt. There is benefit for us in every situation. Es gibt Wohltat für uns in jeder Situation. That is, if you know how to look for it. Das heißt, wenn wir wissen, wie wir danach suchen oder das sehen. The idea behind steady spiritual progress Die Idee hinter konstantem spirituellem Fortschritt is to see every circumstance and situation as a tailor-made lesson ist es, dass wir jede Situation als eine für uns zugeschneiderte Lektion sehen können. in your personal,
plan for self-development, in unserem persönlichen Plan der Selbstentwicklung. especially in situations that challenge you. Und besonders in Situationen, wo wir herausgefordert werden. For example, in a situation where hurtful or angry words were exchanged, Zum Beispiel in einer Situation, wo leidvolle, schmerzende Worte ausgedrückt wurden. why not see it as a chance to see things about your own character? Und warum soll ich das nicht als Chance wahrnehmen, Dinge über meinen eigenen Charakter zu sehen? The things which need changing, Die Dinge, die ich verwandeln sollte. or to rehearse some virtue or quality that you need to put into practice. Oder irgendwelche Qualitäten oder Tugenden zu üben, die ich in die Handlung oder in die Praxis umsetzen sollte. More often. So ein bisschen mehr. Ne? And of course, this is connected with ego, isn't it? Und das ist natürlich auch mit dem Ego verbunden, nicht wahr? So, actually, Dadi says we should be grateful for the opportunity to evaluate ourselves. Und da die sagt, wir sollten dankbar sein über diese Möglichkeit, die Gelegenheit, uns selbst zu beurteilen. In this way, you can transform anything into a beneficial lesson. Und auf diese Weise kann ich alles in eine wohltätige Lektion umwandeln. Never think that you've learned enough Denkt niemals, dass wir genug gelernt haben and can now stop. und dass wir jetzt aufhören können zu lernen. I should love it Ich sollte es lieben, when people try to correct me or give advice. wenn Menschen versuchen, mich zu korrigieren oder mir Ratschläge geben. This actually keeps me alert Das hält mich wach and gives me plenty of opportunity und gibt mir genügend Gelegenheiten, to put my truth into practice. meine Wahrheit in die Praxis umzusetzen. It is a sign of great danger Es ist ein Zeichen einer großen Gefahr, to be unable to accept criticism unfähig zu sein, Kritik anzunehmen and instead use my understanding to criticize others. und stattdessen mein Verständnis zu benutzen, um andere zu kritisieren. Realize deeply the significance of every moment Realisiert ganz tief die Bedeutung jedes Momentes and your spiritual progress will be assured. und dann wird euer spiritueller Fortschritt ganz sicher sein. You can recognize Dadi's the power behind those words. Ihr könnt da diese Kraft hinter diesen Worten spüren. So baby, now finish there, So, wir hören hier auf. and if we have a short commentary. Eine kurze Meditation, ein Kommentar. So sitting comfortably, Bequem, turning the thoughts within, mit meinen Gedanken nach innen feel the energy within. und fühle die Energie innen. Feel that energy flowing. Fühlt, wie diese Energie fließt. Make sure the body is relaxed Und stellt sicher, dass euer Körper entspannt ist. and focus on feeling the energy coming from the center of the forehead. Und konzentriert euch darauf, wie die Energie von der Mitte der Stirn ausgeht. Feel the self as a source of positive, peaceful energy. Spürt das Selbst als eine Quelle von positiver, friedvoller Energie. Emerge the thought, Lasst den Gedanken auftauchen. I am a being of peace. Ich bin ein Wesen des Friedens.
Feel that energy Spürt diese Energie and keep thinking this thought. und weiter diesen Gedanken zu denken. I am a being of peace. Ich bin ein Wesen des Friedens. Feel the vibrations of peace flowing Spürt die Schwingungen des Friedens, wie sie durch euch hindurchströmen. vibrations of peace flowing through the body and out and beyond. Und diese Schwingung des Friedens durch den Körper strömt und nach außen und jenseits. And as I go more deeply into feeling this peace, Und während ich tiefer in die Erfahrung dieses Friedens gehe, feel myself becoming weightless and bodiless, spüre ich, wie ich schwerelos werde, körperlos werde. feel myself to be this pure source of positive energy. Und ich spüre mich selbst als diese reine, positive Energiequelle. I am radiating vibrations of peace. Ich strahle diese Schwingungen von Frieden aus. Feel this energy of pure peace. Spüre diese Energie dieses reinen Friedens. Feel myself weightless, Ich fühle mich selbst schwerelos, bodiless, körperlos. just pure positive energy. Eine positive Energie. And as I absorb myself in this feeling, Während ich mich in diesem Gefühl absorbiere, I become aware of the energy coming from the Supreme Being. werde ich mich der Energie bewusst, die von den höchsten Wesen kommt, Like the spiritual sun, wie die spirituelle Sonne filling me mich anfüllt with vibrations of love mit Schwingungen der Liebe, and power. Kraft. So I just absorb myself in experiencing these feelings. Ich absorbiere mich einfach in diese Erfahrung, diese Dinge, diese Gefühle in mir aufzunehmen, diese Schwingungen. I am a being of peace, Ich bin ein Wesen des Friedens, floating in an ocean of peace. ich schwebe in diesem Ozean des Friedens. It is just this experience. Gib mir nur diese Erfahrung. I am filling myself Ich fühle mich selbst with power from Almighty God. mit Kraft von allmächtigem Gott. I feel complete, Ich fühle mich ganz content, zufrieden. I feel the energy of my real self. Ich fühle die Energie meines wahren Selbst. This is what I am. Das ist, was ich bin. I am a being of pure positive energy. Ich bin ein Wesen von reiner, positiver Energie. And this energy is radiating out all around. Und diese Energie strahlt rund um mich herum aus. Just feel this energy. Fruchtlose Energie. Feel the vibrations of being whole. Spürt diese Schwingung
des Ganzseins, being full, der Fülle. and hold on to this for a few moments. Und bleibt für einige Momente in dieser Erfahrung. Now, returning to the consciousness of the room, Und jetzt gehen wir zu dem Bewusstsein dieses Raumes zurück and the awareness of everyone and everything in it, und dem Bewusstsein von jedem und allem, was in diesem Raum ist. but aware of myself Aber ich bleibe mir selber bewusst as part of the spirituality that is so elevated als Teil dieser Spiritualität, die so edel ist, that I have an imperishable part dass ich eine unvergängliche Rolle spiele. and I'm happy to be playing that part. Und ich bin glücklich, diese Rolle zu spielen. Om Shanti. Und schauen. Okay. Thank you very much, Louisa. Well, thank you for translating. I know Ganz it's herzlichen Dank, not always so Louisa. easy. It was very easy to translate you. It was Was it so good? clear. Good. Es war so klar, es war einfach zu übersetzen. Und ich bin überzeugt, dass wir viele wichtige Aspekte mitgenommen haben, wie wichtig es ist, sich ganz zu sehen, die Schwächen anzuerkennen, aber sich auch auf die eigenen Qualitäten zu konzentrieren, eben die schöne Katze zu sehen, nicht nur einfach die wilden Affen in uns. Und uns ganz bewusst darauf zu konzentrieren, uns anzufühlen mit dieser Kraft, mit dieser göttlichen Energie, die uns hilft, alle diese Schwächen zu überwinden. Sie zu sehen und sie dann auch zu überwinden und dann diese positive Energie weiterzugeben. Und aufzuhören, andere zu kritisieren, sondern einfach in sich zu sehen, was habe ich zu verändern und wie kann ich jede Situation als etwas Hilfreiches in meiner Entwicklung sehen, anstatt als einen Stein im Weg oder ein Hindernis. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und auf ein andermal. Om Shanti. Jetzt willst du noch den Film laufen? Okay. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Have a nice evening. Om Shanti.